Okay. Ready? Yes. Thank you for translating. Yep. It's hard work to translate. Oh, I like it. That's great. So, this morning I'm going to start by introducing myself a little bit to you. Also heute Morgen fange ich an. Ich möchte mich gerne ein bisschen vorstellen am Anfang. Because actually it's really important to understand your teacher when they're teaching, where they're coming from and why they're teaching you. Dann ist es sehr wichtig, erstmal den Lehrer zu verstehen, wo sie herkommen, was sie machen und so weiter. So that's where I'm going to start, but before that I actually want to get to know you. Und da möchte ich gerne anfangen, aber vor dem möchte ich euch gerne ein bisschen kennenlernen. I'm sorry, I know you probably have to do this with every guest speaker. You have to tell them where you're from and your name and all those things. You're shaking your heads. Okay, good, I'm glad. Das tut mir leid, wahrscheinlich müsst ihr das mit jedem Gastsprecher machen, aber ihr schüttelt schon eure Köpfe. Das ist gut, dann machen wir das erste Mal jetzt. So I want to hear from you what you kind of did before DTS. Und ich würde gerne von euch wissen, was habt ihr vor der DBS gemacht? Not DBS, DTS. Ach, vor der DTS. And then where you did your DTS. Und dann, wo ihr eure DTS gemacht habt. And then kind of what have been your impressions of DBS so far? Und dann so ein paar Eindrücke, wie geht's euch mit der DBS? Okay, is that clear? Ist das okay? We're going to start in the back. Und wir fangen heute hinten Because these guys they're going to start in the front. So we'll start way in the back because I think we have some seminar guests too. Genau, also wir fangen ganz hinten an mit unseren letzten Seminargästen. My name is Domingos Brenner. I'm from here, from Bavaria, close to here, from Landsberg. And outside we are running a farm, an organic farm, Awesome. dairy cattle. Okay, hold on 1 second. He probably needs to translate that. Genau, also mein Name ist Milius, ich komme in der Nähe aus Landsberg, wir haben eine biologische Farm und ja. Awesome. And I joined the DBS since 4 or 5 weeks. Genau, ich bin schon 4-5 Wochen bei der DBS jetzt dabei. Well, I have a shoulder problem, so I can't work right now. Oh, I'm sorry. Das Problem ist, ich kann gar nicht arbeiten, weil ich einen But I Schulterverletzung can habe. hold a pen. Aber ich kann einen Stift halten. But anyway, so I'm glad to be here. And nice. I didn't join the DTS. That's okay. I understand some of us aren't. Also ich bin froh hier zu sein, ich habe keine DTS gemacht, aber das ist okay. It's nice to meet you. I feel like this pole is between us, so I had to come over here. Okay. And then I'm Paloma from Switzerland. hello. I'm just doing a gap year. Okay. So I did the normal school before and then I did my DTS in New Zealand and now I'm doing DBS and then I'm starting studying. Also ich habe jetzt gerade so ein Zwischenjahr, It's hard to remember. ich habe eine normale Schule gemacht, dann habe ich DTS in Neuseeland gemacht und jetzt bin ich hier und danach werde ich noch weitermachen in der Schule. Where in New Zealand did you do your DCS? In Toronto. Okay, thanks. Yeah. Cool. I spent a week in New Zealand. From the top to the bottom I drove. So Wow. I visited some of it. Und ich bin schon mal von Neuseeland von oben bis unten gefahren, das hat glaube ich eine Woche gedauert. Mm-hmm. Yes. And I really like DBS. I think it's really good to just like go through the whole Bible in once. But I'm really excited for like the Jesus time, that I can maybe understand more of his parables or like what he said, and then when the disciples just said, "Oh yeah, I understand," and I'm like, I don't understand. So yeah. Yeah, awesome. Also ich freue mich echt auf die DBS, ich glaube das ist eine coole Sache und vor allem auch die Zeit im Neuen Testament. Ein bisschen die Sachen mit Jesus angucken, wie legt man die Parabeln aus, wenn zum Beispiel die Jünger gesagt haben, ja, ich habe es nicht verstanden, aber und so weiter. So you need to tell the guest teacher for the New Testament Gospels that they focus on parables, because that's important. Yeah, because it's really easy to understand them once you actually know Dann kann man that das dem way of Gastsprecher understanding. weitergeben. Aber die eigentlich ziemlich einfach sind. Cool. Nice to meet you. Hi. Please. I'm a guest here. I'm the mother from Barbara. Oh, nice. Mm. Ich bin Mutter von Barbara, ich bin Gast hier. I haven't made a BTS, but what I see to Barbara and Stefan is a boyfriend of Barbara. Really? I didn't know that. Also ich habe noch keine DTS gemacht, ich bin Gast hier. Ja, Stefan kann ich Deutsch reden. Ja, du bist Deutsch. Ja, okay. Das ist also sehr, sehr interessant und also ich bin seit wann bin ich ein Christ? Also 28 years I'm a Christian. Sehr very interesting. Und ich habe Barbara mitgenommen und ich denke, durch mich ist sie auch zum Glauben gekommen.
aber mein Mann ist nicht, sieht das nicht ganz so. Also er ist auch gebunden an eine anthroposophische Landwirtschaft, Demeter. So, Du kannst da vielleicht das. Ja, ich I kenne was the first Christian in my family, then Rapsi was coming after me, and my husband is not yet a Christian, and he's working with anthroposophical agriculture. This is not so easy. But he, aber er unterstützt Barbara, er ist bereit, Barbara finanziell zu unterstützen. Und er hat auch schon erkannt, ja, dass es doch eine gute Sache ist. Und, but he's also standing behind Rapsi and supporting her, and he's noticing, okay, this thing here in Byron is a good thing. und wo ich manchmal, ja, wenn ich nochmal, also ich würde mir auch wünschen, eine DTS machen zu können, aber ich bin eben verheiratet und ich kann nicht ein halbes Jahr weggehen oder möchte ich auch nicht. Aber Gott kann ja noch vieles bewirken, eben auch wenn man mal, also mein größter Wunsch ist eben, So I und really would like to do a DTS as well, but it's not so easy because I'm married, but it's on my heart and desire. ja, und mein größter Wunsch ist eben, dass, da wäre ich euch auch dankbar um Gebetsunterstützung, dass eben Gott meinen Mann eben bald überführt, dass er eben Christ wird. Und ja, ich hätte so Pläne, sage ich würde gerne so Eheseminare machen, also im christlichen Bereich. And it would be great if you can Das pray ist so mein for me Wunsch. and my husband that he's coming closer to Jesus, and that we can maybe do some seminars, couple seminars together. Let's just pray for that right now. Okay, wir beten einfach jetzt dafür. My father is also not a Christian and my mom is, so my heart feels like that is important to pray for. Okay, Mein Vater thank ist auch you. kein Christ und deswegen kann ich das nachvollziehen in meinem Herzen. Lord Jesus, we just want to pray for their family. I'm sure that many of these students already have, but just join my heart with theirs, that you would bring this man to Jesus, God, that he would see in his daughter and in his daughter's boyfriend and in his wife and other people that he sees the love of Jesus, and that he would humble himself and come to you. Amen. Amen. Thank you. Dankeschön. Ich bin Konrad, Also, genau, mein Name ist Konrad. ich bin hier zu Gast. I'm a guest. Vor 30 Jahren bin ich hier zum Glauben gekommen So for 30 years ago, I became a Christian here. und habe auch eine TDS besucht, aber nicht teilgenommen, nur besucht. When I visited DTS, I was not part of the DTS, but I was a visitor. That's it. Awesome, that's perfect. That's Thank awesome. you for visiting this week. Awesome. All right, Ezekiel, you're Super. next here. Oh, it's my turn. I mean, you can look at your wine bottle if you want, but Oh, okay. I did my DTS in Nigeria when I was 14. Also ich habe meine DTS in Nigeria Wow. gemacht, als ich 14 war. did you hear that, guys? 14 you did the CTS. So I'm the youngest with that record in my home so far. Yeah, before that, what was I doing? Okay, I was in the street. Was habe ich davor gemacht? Ich war auf der Straße. The reason why I'm doing the DBS is because I love exploring the truth in every culture, and I want to see the truth in every culture. So I just want to know more about the Bible, to understand it in historical and background, to be able to help people more as I God help myself. Der Grund, warum ich die DBS mache, ich mag einfach die Wahrheit und würde gerne das weiter das entdecken und dann zu gucken, dass man die Wahrheit dann anwenden kann auf die Kultur und andere Dinge. Awesome, thanks. Hello, I'm Barbara Rossi, and before the DTS I was studying special education, so I have bachelor's degree. Also genau, ich heiße Barbara und vor der DTS habe ich eine Ausbildung gemacht zum Sonderpädagogin, Heilpädagogin. Und, Entschuldigung, Then I did my DTS here. danach habe ich meine 3 years DTS hier ago. gemacht. Since then I'm staffing, and now I'm really excited about DBS because it's what I wished for, to get deeper into God's Word and really to have so many things which I can just find with observation, revelation. It's great. That's awesome. Und danach habe ich noch ein bisschen mitgearbeitet hier und jetzt mache ich die DBS und ich mag es wirklich dann auch die Bibel zu entdecken mit der Wahrheit da drin und dann mehr Offenbarung dadurch zu bekommen. Cool, thanks for doing it. Hi, my name is Nasya. Before I did my DTS, I studied early childhood education. Oh, okay. And I worked a little bit in this area
And then I went to Australia to do my DTS, and I stayed for 1.5 years on staff there. Did you work with the DTS when you were working there? Did you work with DTS in Perth? Or? Yes. Okay. Yeah. And then You're yeah. here, I'm just saying. Also, mein Name ist Nasja, ich habe mit der frühkindlichen Erziehung mitgearbeitet, danach bin ich nach Australien gegangen, habe DTS gemacht. Whenever people work with DTS, I think you're amazing. 'Cause that is I think, the hardest school in my life to work with. Ich glaube, alle, die mit der DTS mitarbeiten, sind super. That's true. Für die Mitarbeiter die ganze Schule. Well, I'll tell you later, but I run Titus Project where it's like, they've already done DTS, they've done SBS. By the time they get to Titus, they're like staff. They're very easy and great. Ich arbeite beim Titus-Projekt mit und wenn die da schon mitkommen, dann haben die schon DTS gemacht, manche haben schon mitgearbeitet und dann ist es echt einfach. But I love the DTS, it's amazing. Aber ich mag die It is. DTS. It's fun. Yeah, and now I'm doing VBS because I just really like got the desire to like study God's word. Doing my DTS. Okay. And so now I'm doing it, and I just love the school because to see like all these different areas in the Bible what I never understood before or never realized before, it's just like amazing to like actually get these eyes open and like just see it and realize it. Awesome. Genau, und jetzt mache ich die DBS und ich mag es wirklich, wenn man die verschiedenen Gebiete erkunden kann und dann auf einmal so Augenöffner hat, wo man sieht, okay, das ist jetzt so und so und das ist echt cool. Awesome. Thank you for sharing. Hello, I'm Surin from South Korea, and before I got my DTS, I was in university, but I just decided not to do it. I thought there would be more in life, and I thought there would be more new things in life, so I went to Kandy, beautiful island below India, Sri Lanka. So Kandy is one of the cities in Sri Lanka, so my DTS was there. Ich habe nochmal When I Schule was gemacht, danach war ich 20. bei der Universität und dann bin ich eine südliche Insel gegangen von Indien unter Sri Lanka und habe dann meine DTS gemacht. Yeah, so it's been like 9 years that I've been in Walam. Und jetzt bin ich After that, I was in India 9 Jahre in Weiland und also vor dieser Zeit 6 hier war ich years, and then I came Wait, to where in India 6 were you? Jahre. Pune. Okay. It's all around Mumbai. Yeah, I know. Uh-huh. We have a Titus project in Oh, Manila, yeah. so Ich I've never kenne been das, wir there. haben Yes, auch einen that's Titus-Projekt in great. der Ecke, Yeah. deswegen weiß ich, wo du warst. And the thing I really love about DTS is about the program in the morning. It's really new schedule I've got that this staff devotion and students is leading worship in the class and and also there's students devotion, and for me, like I love speakers and I love teaching and I love reading Bible together, but this 1 hour time in the morning that staffs are bringing their own life and students are bringing their own life and sharing in the class, and that really touches my heart, and especially when students were leading worship just in the class, Yeah. that's so powerful. And Was ich so ein bisschen gemerkt habe an der DBS einfach cool finde, ist, dass es neben dem Unterricht morgens gibt es auch so persönliche Zeiten, wo uns Studenten was mitteilen können. Im Lobpreis und in der Andacht, und das hat mich wirklich sehr bewegt und mein Herz bewegt. so it's amazing to see that each other, the students and staffs are affecting and forming really strong relationship, and that affects me a lot to study Bible personally. Yeah. Ich finde das so klasse, dass die Studenten und die Mitarbeiter so eine gute Beziehung haben, und das motiviert mich selber, mehr die Bibel zu studieren. Awesome. Thanks for sharing. Danke fürs Kommen. My name is Clemens, and before DTS I graduated from high school, a degree there, and then I did DTS here in Holland. And after that I did worldview school. Mein Name ist Clemens, ich habe die Hochschule abgeschlossen. Ich glaube vor 4 Jahren, bin dann nach Holland gegangen, habe meine DTS gemacht. Did you do the worldview school here? Yeah, just this year after DTS, because it was 4 weeks later. Good choice. 4 Wochen später in die Weltanschauungsschule. And this school taught me why I believe in God, or why I believe what I believe. Und die Schule hat mich gelehrt und gezeigt, die Weltanschauungsschule, warum glaube ich in Gott, warum glaube ich, was ich glaube. But then I thought, actually, what do I believe? So there's still a part missing. Aber dann habe ich noch gedacht, okay, was glaube ich denn jetzt eigentlich? Und da fehlt noch so ein Teil. That's what brought me to DBS then. Und das hat mich zu DBS I gebracht. really love to question my own convictions and worldviews about God, Jesus, Und ich wollte gerne so meine eigenen Weltanschauungen über Gott und über Jesus hinterfragen. and also to pass on to others what I learn here. Und dann gleichzeitig das an andere weitergeben, was ich hier gelernt habe. Super. Super. Ausgezeichnet. Hello, I'm Easter. I'm from Germany, and I
before the DTS, I worked in the kindergarten for a year. Oh, nice. And yes, my DTS I did it here in Poland. And after this, I came to the DBS. Yeah. Also mein Name ist Esther, ich bin aus Deutschland. Ich habe nach der Schule ein Jahr im Kindergarten gearbeitet, danach bin ich nach Polach gekommen, habe hier meine DTS gemacht und jetzt bin ich jetzt so DBS und ich mag es. Yes, I like it really. Ich mag es wirklich. Super. My name is Ines. Before I joined DTS, I worked in Frankfurt in a mission organization. Okay. And I was responsible for in the sales department for selling books, and this all has to be dealt with properly. So I was in charge of that. And I also worked for a while in a private business school in Frankfurt. Also ich habe vor in einer Missionsgemeinschaft gearbeitet in Frankfurt und da habe ich in das Apartment, wo ich gearbeitet habe, das war so ein Bereich, wo man Bücher verkauft hat und so weiter. Und danach, wie war das? Private Hochschule. Genau, danach habe ich eine private Hochschule, habe ich besucht. Nee, verarbeitet. Entschuldigung. Yeah. And then last year I came to Ireland in January. Und dann bin ich letztes im Januar zur Jugend mit einer Mission gekommen für die DTS. Nations and Generations. Und Right, awesome. und das Thema der DTS war Nationen und Generationen DTS. Yeah. So, and afterwards I stayed with Ireland and staffed the last DTS. Okay. Und danach bin ich bei Jugend mit einer Mission geblieben und habe bei der nächsten DTS mitgearbeitet. Which was not easy. Das war nicht so einfach. Yeah, and but actually the reason why I came to Ireland, the DTS, was that I had a strong desire to eat God's word. You know, I wanted to know more, to have it inside, carry it inside. Und eigentlich der Grund, warum ich zu Jugend mit einer Mission gekommen bin. Ich hatte ein großes Verlangen nach Gottes Wort und wollte es eigentlich innerlich aufnehmen, innerlich essen. And I forgot about that, but God reminded me after the last DTS, and so I thought about, Das habe ich vergessen. Und nach der letzten DTS, wo ich mitgearbeitet habe, hat mich Gott wieder daran erinnert und deswegen mache ich jetzt die DTS. Yeah, so I really want to deepen my relationship with the Lord. That's actually the main reason why I do it. I want to know more why God is, or who He is, and deepen this relationship. Und ich möchte wirklich gerne die Beziehung zu Gott weiter vertiefen. Ich möchte gerne wissen, wer er ist und das soll dann dazu führen, dass es halt tiefer wird. Yes, I'm Miriam, and I done my DTS 11 years ago, also here in Holland. And I was working before as a florist, and after my DTS I was going back for 7 years. I was working also as a florist and wedding and event planner. Wow. And then I came back, and I'm staffed here now 3.5 years. Also ich komme aus der Schweiz, ich habe vor 11 Jahren hier meine DTS gemacht. Davor habe ich als Florist gearbeitet, danach nochmal für 7 Jahre, dann bin ich wiedergekommen, seit 4 Jahren hier als Mitarbeiter. And why I do the DPS? Yeah. Und warum mache ich die DBS? I found out I grew up in a Christian family, and I'm really happy also during my daily life. I see God, but I found out I really miss this Bible foundation. Ja. Foundation. Und warum mache ich meine DBS? Also ich bin aufgewachsen in christlicher Familie, aber ich vermisse wirklich das Fundament der Bibel. And it's really important when I want to know God more. I really need to read this Bible and understand and study. Und wenn ich Gott näher kennenlernen will, dann muss ich wirklich die Bibel mehr lesen, studieren. Thank you everybody for sharing. Danke alle, dass ihr geteilt habt. We will do like a ton of historical background and teaching and all that stuff, but this is important to know each other before we talk. Also wir werden total viele historische Hintergründe und sowas teilen, aber das ist wichtig, dass wir uns kennen, bevor wir anfangen. So let me tell you a little bit about me. Deswegen teile ich jetzt ein bisschen was über mich. Show you some pictures. Ich zeige euch ein paar Bilder. I can show. All right. Okay. Not quite yet. Das ist blau, ja. I don't know how this works actually. So, we need somebody who knows how to. Do I just hit enter or video? It's plugged in. Yeah. Mark put plugged in his computer. Is it searching? No problem. We're gonna figure this out, guys. Wir kriegen das schon raus. Input. Do you think it's video? You can make a show now. There.
Does anybody of you know how to do this? You know what? When in doubt, you just unplug it and replug it in. That's what I was doing. Maybe Mark is in there? Number 200 Kilometer. Okay. This is Emma. This is Emma. Isn't it beautiful? Very cute. Just something so cute. Look at this in the bag. How do you make it duplicate? Duplicate. That's a good question. Mark did all this, and now it's. Yep, there we go. Yep. Alright, well, maybe I won't show you pictures, which is Ja. Ich fine. glaube, ihr müsst es dann rüberziehen, irgendwie in den Bildschirm, dass es reinwandert. Oh, you just drag it. Yes, I know. That'll be okay. I'm assuming it'll work, yeah. Alright. Okay, so anyways, this is my family. Also das ist meine Familie. This is my brother. Das ist mein Bruder. He's 2 years older than me. Der ist 2 Jahre älter als ich. And these are my parents. Das sind meine Eltern. This was at my brother's wedding. Und das ist eine Hochzeit meines Bruders. So I grew up just with me and my brother. Also ich bin ja, wie mein Bruder aufgewachsen. Also mein Bruder und ich. It's not like we weren't a Christian family. Also wir waren keine christliche Familie. But one day, when I was 4 years old, Aber eines Tages, da war ich 4 Jahre alt. this little girl, this is me when I was 4 in kindergarten. Und da habe ich ein Bild von mir, da war ich 4 Jahre alt im Kindergarten. 2 doors down was another little girl who was 5. Und 2 Türen weiter unten, da war ein anderes Mädchen, das war 5 Jahre. And she walked over and she knocked on the door. Und die kam rüber und hat an die Tür geklopft. She said, "Do you have any little girls that I could play with?" To my mom. Und die hat meine Mutter gefragt, gibt es hier kleine Mädchen, mit denen ich spielen kann? And from then we were best friends. Und von da an waren wir sehr gute Freunde. And she comes from a Christian family. Sie kommt aus einer christlichen Familie. So, you know, she was a little missionary kid, let me tell you. Und sie war so eine kleine Missionarin. We grew up just playing, you know, together, but as we got a little older, she would invite me to church. Und wir haben einfach zusammen gespielt, aber als wir älter wurden, hat sie mich dann eingeladen zur Kirche. And of course, I'm not from a Christian family, so like going to church, at least in Canada, is not really cool. Und ich komme ja nicht aus einer christlichen Familie. Wenn man dann in die Kirche geht, in Kanada ist das nicht so ganz cool. So I'm like, yeah, I can't this weekend, something, you know, always excuses, and couldn't go. Ja, ich habe da dieses Wochenende und den Entschuldigung und die. And then one day I ran out of excuses, so I had to go to church. Und eines Tages hatte ich einfach keine Entschuldigung mehr, bin dann zur Kirche gegangen. And I went to church, and everybody was so nice there. I'm probably like 10 about this time. Und ich war ungefähr 10 Jahre alt und bin nicht zur Kirche gegangen. Und da waren echt alle so nett. And then after church, her family like took me out to lunch at a restaurant. Und nach And they paid for it. nach der Schule haben mich die Eltern von ihr eingeladen zum Restaurant und haben für mich bezahlt. So of course I started going to church every week after that. Und dann bin ich natürlich jede Woche zur Kirche gegangen. And you know, it was great. I learned, like, people were really nice there. I learned a lot about God, but it was nothing personal. Und Something to do on Sunday. das war super schön. Ich habe viel gelernt über Gott, über die Menschen, die waren sehr nett, aber es war nicht so persönlich. And then I turned 12. Und dann bin ich 12 geworden. Now, at age 12, you can go to youth group. Und mit 12 darfst du in die Jugendgruppe gehen. And a youth group, Die Jugendgruppe. my kids love this part of the story. Und meine Kinder mögen diesen Teil der There's Geschichte. cute boys. Also da gibt es natürlich... In der Jugendgruppe gibt es süße Jungs. Of course, this is why I went to youth group, right? I'm a teenager. Natürlich war das der Beweggrund, warum ich gerne hingegangen bin. Ich bin Teenager. And we did all sorts of fun things. Wir haben natürlich Spaß gehabt. What's going on in this corner? Was ist hier vorne? Warum machen wir? I know, right? That's what you care about as a teenager. Ich kann das nachvollziehen, ja. Da bewegt man sich this is zusammen very Gedanken als fun. Teenager. Das ist sehr You wichtig. know, we would do all sorts of like, you know, hay rides and all-nighters and all sorts of fun Und things. noch total viele Sachen wie auf dem Heu übernachten oder Nacht durchmachen und so Sachen. But I quickly learned that I couldn't act the same at youth group that I did at school. Und ich habe festgestellt, ich kann mich in der Jugendgruppe nicht genauso verhalten, wie ich mich in der Schule verhalte. Because over at school, you know, I'm not a Christian, so like, you know, whatever kind of words I want to use, I use, and I'm gossiping and lying, and you know, like normal kids. Und ich war kein Christ, deswegen in der Schule habe ich mich einfach normal verhalten. Ich habe gelästert, ich habe Lügen erzählt und ich war einfach ein normales Kind. And then over at youth group, you know, if I say, "Oh my God," everybody looks at me like that. So I quickly learned, you don't say that. That's bad. Da war ich jetzt in der Jugendgruppe und habe ich gesagt, oh mein Gott. Und auf einmal haben alle geguckt und ich habe gemerkt, oh, das darf ich hier nicht sagen. And you know, swearing in English, like bad words,
not really good at church. People look at you a little funny, you know. Und ich habe gemerkt, auch wenn man Flüche macht oder in der Kirche ist das nicht so gut, dann gucken dich Leute an, das ist nicht so lustig. I learned how to throw in like a little hallelujah, praise the Lord, and everybody liked me. It was great. Dann habe ich meine Sprache geändert, habe dann zwischendurch mal so gesagt, Halleluja, preis den Herrn, und dann haben alle das gemocht. But I really lived like a double life. Like people at church probably thought I would be a Christian. Aber ich I habe wirklich, figured out how to do the Christian life. so ein Doppelleben geführt. Die Leute, also in der Schule haben die Leute nicht gedacht, dass ich ein Christ bin. But over at school, I was a totally different person. Genau, in der Schule war ich eine ganz andere Person. And I can remember lying in bed at night. I still remember this feeling of emptiness inside. Und ich lag eines Nachts im Bett und habe mich wirklich gefühlt, dass ich innen drin leer war. And I didn't know what it was. Like I couldn't even describe it. I just didn't feel right inside. Und ich weiß noch nicht mal, was das war. Ich konnte es nicht mehr beschreiben. Ich habe mich einfach nur leer gefühlt. So one day, I was at this church retreat. It was a youth group winter fun time. Und einmal war ich an diesen Kirchenversammlungen. Das war so im Winter, so eine Kirchenfunzeit, Freizeit. Yeah, it was just like we got to go in the hot tubs and we went on snowmobiles and played lots of games. It was awesome. Also wir sind ins Schwimmbad gegangen, in die heißen Quellen, wir sind auf Schneemobile gegangen, haben viele Spiele gespielt. But then we also, of course, had sessions, right, where there was worship and the pastor would teach the youth. Und dann hatten wir auch so Predigteinheiten, wo es Lobpreis gab, dann der Pastor hat eine Botschaft gebracht. And he said this one time, he was like, God wants every part of your life. Und dann hat er wirklich gesagt, Gott möchte jeden Teil. Your heart is like a home. Sorry. Your heart is like a home. Und er hat gesagt, dein Herz ist wie ein Zuhause. You can't invite Jesus into the living room and not the kitchen. You gotta like invite him into the whole house. Du kannst nicht einfach Jesus in den Wohnzimmerbereich einladen, aber nicht in die Küche. Du musst ihn ins ganze Haus And my heart einladen. started pounding, and I was like, Und mein Herz ging jetzt he's talking to me. oh nein, er redet über mich. And I felt like God was saying, I want to be in every part of your life, not just here at youth. Und da habe ich gemerkt, okay, Gott will das. Ich möchte in jedem Teil deines Lebens sein, nicht nur in der Küche, nicht nur in der Jugendgruppe. And so I just gave my life to the Lord there, and I said, okay, God, you want in? Here it is. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben und habe gesagt, okay, ja, hier ist es. And I could tell you lots of things that he freed me from, but I went back to school as this little evangelist. Und ich kann euch viele Sachen erzählen, von denen mich Gott befreit hat. Dann bin ich in die Schule gegangen als dieser Evangelist. I'm not sure how many people came to Jesus through me. Ich weiß nicht, wie viele Leute den Glauben gefunden haben durch mich. Because I was more like, stop swearing, don't say those things, and you should stop smoking, God loves you. Ich war mir so, hör auf zu fluchen, du darfst das nicht. Hör auf zu rauchen, das ist nicht erlaubt. And people who like wearing the t-shirts, turn or burn, like, I was Also, really ihr kennt ja out diese there. T-Shirts und da steht manchmal drauf, dreh dich um oder brenn oder also nicht so schöne T-Shirts und da habe ich wirklich, da bin ich gegen angegangen. Over time, I started reading my Bible and realizing there was a loving way to share Jesus with people, and I started changing. Und dann habe ich angefangen, meine Bibel zu lesen und habe gemerkt, okay, es gibt noch eine andere liebende Art, sowas mit Leuten zu teilen. And I did actually have a great time in high school. A bunch of my friends came to the Lord. We started prayer meetings, and it was awesome. Und ich hatte dann eine super Zeit in der Hochschule. Ein Teil von meinen Freunden sind zum Herrn gekommen, wir haben Gebetstreffen gehabt und Lobpreis. And I'll show you my best friend here. Und jetzt würde ich gerne ein Bild von meinem besten Freund zeigen. There she is. Da ist sie. So this is Liza. She was the one I met when I was 5, and we're still like sisters today. Das ist meine Freundin, die ich getroffen habe, als ich 5 war, leider. Und wir sind jetzt immer noch so wie Schwestern. And this was our high school graduation. Das war unser Abschluss von der Hochschule. And right after high school, we went to Honolulu and did our DTS. Und direkt nach der Hochschule sind wir nach Honolulu gegangen, haben wir unsere Jüngerschaftsschule gemacht. I didn't really know anything about YWAM at all. Und ich wusste noch gar nichts über YWAM, überhaupt nicht. All I knew was her brothers had gone to a Bible school in Hawaii, and that sounded awesome. Alles, was ich wusste, ihre Brüder sind zu einer Bibelschule auf Hawaii gegangen und das hat sich cool angehört. So, we got to Hawaii and did our DTS and had a great Und time. dann sind wir auch zu den Hawaii-Inseln gegangen, haben unsere DTS gemacht, hatten There was gute an Zeit. SBS going on at the time, and I was watching them thinking, I will never go to that school. Und gleichzeitig hat dann der SBS eine Bibelschule stattgefunden. Ich habe die so beobachtet und dachte mir, nee, die Schule will ich nie machen. And I went to the Philippines on my outreach, Und dann bin ich zu den Philippinen gegangen auf meinem Einsatz. and I came back, Und dann bin ich zurückgekommen. and I felt like the Lord said, you need to spend a year at home with your family. Und dann hatte ich das Gefühl, der Herr hat zu mir gesagt, hey, du musst ein Jahr zu Hause mit deiner Familie verbringen. Because they're not believers, and my dad isn't, for sure. Und die sind nicht gläubig, mein Vater auf keinen Fall. My mom is a believer now. She became one when I was a teenager as well. Meine Mutter ist jetzt Christin. Als ich Teenager wurde, ist sie eine Christin I geworden. felt like, God just said, spend time with your family and just show them the love of Jesus.
Und ich hatte das Gefühl, ich soll einfach eine Zeit mit meiner Familie verbringen und ihnen die Liebe von Christus weitergeben. So I spent that year and I figured, well, you gotta do something else too. You can't just be at home. So I went to Bible school. Und dann war ich